Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Das neue Update 20.0 ist da, was wir letztes Mal schon angekündigt haben. Und es ist draußen, es ist verdammt viel. Es ist so extrem viel, dass man da sehr schnell den Überblick verlieren kann. Deswegen fasse ich das einmal für euch in dem Video komplett zusammen, dass ihr alles auf dem Schirm habt, was jetzt neu in dem Game ist, was anders ist, was in Zukunft noch kommen wird und was für Möglichkeiten ihr habt. Ja, falls ihr in Zukunft auch keine weiteren News rund um Shakes and Fidget verpassen wollt, dann würde ich mich sehr gerne freuen, wenn ihr auf dem Kanal ein kostenloses Abo da lasst. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt rein. Und zwar, wenn wir hier auf Hilfe und Support gehen, dann sehen wir schon, ist hier V20 ist am Start und damit erfolgen halt wirklich sehr, sehr viele Updates. Und das werden wir einmal zusammen hier komplett durchgehen. Es ist auch neu, dass jetzt auch eine kleine Zusammenfassung gemacht worden ist von Shakes and Fidget selbst. Da könnt ihr natürlich auch sehr gerne mal vorbeischauen. Und das in Kurzfassung. Wir werden es nochmal genau im Detail auseinandernehmen und auf jede Sache nochmal grob eingehen. Genau, wir fangen an und zwar sind die Expeditionen zurück. Die Expeditionen sind da, sie sind aber man kann sie auswählen. Es wird einem nicht aufs Auge gedrückt, werde ich euch gleich zeigen. Expedition statt Abenteuer. In den Optionen können für jeden Charakter unter Gameplay entweder die Expedition oder die Abenteuer aktiviert werden. Das macht ihr hier, und zwar auf Option, und dann habt ihr hier Abenteuer statt Expedition. Und wenn ihr die Expedition haben wollt, dann nehmt ihr einfach den Haken raus. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, ich habe hier schon meine Alu gespielt, aber wir gehen dazu mal auf EU10. Und was haben wir hier drin? Abenteuer statt Expedition, kein Haken. Und dann können wir das Ganze hier einmal durchgehen. Werden wir nachher auch machen. Expedition auch anders auf jeden Fall, beziehungsweise auch neues Design drauf und so weiter und so fort. Werde ich euch nachher auch nochmal ganz kurz zeigen. Und wenn ihr halt keinen Bock darauf habt, dann macht ihr halt wieder den Haken rein und dann könnt ihr ganz normal eure Abenteuer losspielen. Ist eine sehr coole Sache, wie ich finde, dass man sich das aussuchen kann. Texte erwähnen alle nur noch explizit die Expedition, aber es kann weiterhin alles in den klassischen Abenteuern erledigt werden, Aufgabenliste, Achievements, Pets, etc., Pets, Events und so weiter. Neue Help-Shift-Artikel wurde für die Expedition hinzugefügt und könne über den Infoscreen der Expedition aufgerufen werden. Das hier, da wird nochmal kurz drauf eingegangen, auf die Expedition, ne, das kennen wir soweit schon, und hier sieht man, sind auch schon ein paar überarbeitete Designs hier mit dabei. Das ist hier zum Beispiel dieses Pärchen, wo man die Klamotten finden muss, ne? Ich denke mal toxische Quellenkur. Wenn man sich da nicht genau sicher ist, so wie ich jetzt gerade hier, dann kann man zum Beispiel auch, das kann man auch übers Game machen, auf die Begegnungen gehen hier, und da sehen wir, okay, das sind hier die ganzen Sachen, die uns begegnen können. Ich mache das mal noch ein bisschen, wenn ich das hinkriege, noch ein bisschen größer hier so. Zack. Und hier kann man auch komplett durchgehen. Ja, hier Schlüssel für die Tour. Ihr seht, das ist auch alles komplett überarbeitet worden. Hühnerkeule, Spanferkel, an der nächsten Kreuzung nur eine Begegnung zur Auswahl. Das sind jetzt quasi die Torten, die wir von damals kennen, ja, wo man eine Torte sich aussucht und dann auf der nächsten Ebene hat man dann nur eine begrenzte Auswahlmöglichkeit. Da muss man sich ein bisschen durchwursteln, sag ich mal, dass man auch erkennt, was ist. Das muss man sich einmal anschauen und danach die Kopfgelder hier, ne, das ist ja relativ easy. Danach weiß man das eigentlich, was für was steht. Und wir gucken hier auch nochmal ganz kurz nur nochmal durch, damit wir hier alles nochmal im Überblick haben. Das Einhorn ist relativ unverändert vom Design her, genauso das Podest. Hier die Sachen sehen ein bisschen anders aus, ne, aber kann man auch auf jeden Fall erkennen. Schwert ist gleich geblieben. Der Kessel ist, glaube ich, ein anderer, oder? Ich weiß nicht mehr, was das vorher gewesen ist, hier dieser Kessel. Das könnte die Hexe sein, hier dieser Brunnen, wo dieses Mädchen reinfällt. Ich glaube, das könnte das sein. Ja, aber wir haben hier auch noch extra einen Brunnen. Der bringt 8 Heldentum. Und hier haben wir -5. Das könnte der Prinz sein vielleicht. Also der hatte ja auch 8 gegeben, ne? Also ja, da muss man ein bisschen gucken, dass man sich das hier so zurecht wurstelt. Der Barkeeper sieht hier auch gleich aus. Genau, und das sind so erstmal die Sachen dazu. So, dann haben wir Monster innerhalb der Licht und Abenteuer wurden umverteilt.
Jedes dieser Monster hat jetzt genau einen Lebensort, entweder in den ersten 10 Dungeons oder in einer spezifischen Region in der Expedition bzw. Abenteuer. Ein Großteil der 172 Monster haben eine grafische Überarbeitung erhalten. Neue Dungeon-Texte für 1 bis 10 Lichtwelt-Dungeon wurden für diese Umverteilung implementiert. Die 21 Regionen wurden auf 12 reduziert und visuell überarbeitet. Auch sehr spannend zu wissen. Weil es ja früher auch ein Achievement gab, besuche ja alle Orte an einem Tag und so, ne? Ist jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen leichter. Pet-Eier wurden dementsprechend auf die 12 Regionen abhängig von ihren Elementen neu umverteilt. Zum Beispiel können die Eier einige Feuerpets jetzt in Magmaron gefunden werden. Also für die Pets auch nochmal eine komplette Umstrukturierung. Legendary Dungeon wird jetzt sehr interessant, weil da haben wir wirklich extrem viele neue Sachen, wo wir auch nochmal gleich drauf eingehen werden. Neue legendäre Waffen und Gegenstände im Legendary Dungeon, fantastische Legendaries und wo sie zu finden sind, ist im Sammelalbum schon zu finden, also wieder ausgegraut auf jeden Fall. Und das Sammelalbum auch eine komplette Neuüberarbeitung, ihr seht das schon hier unten. Gehen wir gleich auch noch drauf ein. Ist komplett anders jetzt, aber viel, viel geiler auf jeden Fall. Und ja, neue Türen und Truhen für alle Legendary Dungeons. Alle Türen, Truhen, goldene Räume haben Helpshift-Beiträge erhalten, die über den Infoscreen des Legendary Dungeons aufgerufen werden können. Wir gehen da einmal ganz kurz durch. Ja, wir haben hier jetzt einmal die Türen. Ich habe mir das selbst jetzt auch noch nicht durchgelesen. Die Tür kennen wir, die doppelte verschlossene, die kennen wir, Spionage, Monster, Falle, Goldraum, kennen wir alles. Das ist nichts Neues, aber gleich sehen wir ein paar neue Türen. Oh ja, denn es müssen auch Türen geschlossen werden, um durch neue Türen durchzugehen. Nee, warte mal, das war falsch. Irgendwie so, eine Tür schließt sich, die andere öffnet. Okay, ihr seht schon, Schicksalstür. Um diese Tür zu öffnen, muss am Glücksrad gedreht werden. Es wird kein Schlüssel benötigt. Man erhält eine zufällige Belohnung, Segen, Gold, Lucky Coins, Treibsanduhren der Ungeduld oder Pilze. Wenn man Pech hat, bekommt man einen Fluch auferlegt. Hinter einer Schicksalstür können sich ein leerer Raum, Monsterraum oder ein Interaktionsraum befinden. In einem Interaktionsraum befinden sich eine Holzkiste, eine Truhe, eine Leiche oder ein Fass. Sehr cool. Einmal am Glücksrad drehen und dann kommst du hier durch. Ist auf jeden Fall jetzt was man wissen muss, denn Glücksrad vielleicht aufheben bis zum Ende des Tages, damit man hier ja noch eventuell oder ja durchkommt. Also wenn das hier nicht ein eigenes Glücksrad implementiert, diese Tür. Aber ich gehe mal von aus, so wie ich es verstanden habe, es wird kein Schlüssel benötigt, man muss einfach nur ein Glücksrad drehen. Ja, und das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Dann haben wir die hungrige Tür. Sieht auf jeden Fall designtechnisch sehr geil aus. Eine hungrige Tür muss mit einer bestimmten Ressource gefüttert werden. Ist eine sehr geile Option, beziehungsweise ein geiler Ansatz für das, was schon lange, ich sag mal, kritisiert wird oder, wie soll ich sagen, diskutiert wird, dass man die Ressourcen, die man im Late Game nicht mehr braucht, sowas wie Seelen oder Holz oder Steine, braucht man ja nachher später nicht mehr, wenn man alles komplett ausgebaut hat. Was passiert da mit den Ressourcen? Die sind total überflüssig und da wurde so oft schon in die Richtung gelenkt, kann man das nicht irgendwie anderweitig so benutzen? Das ist halt, liegt halt darum und keiner braucht das, ne? Und jetzt gibt es hier diese Legendary Dungeon hungrigen Türen, die du mit deinen Ressourcen füttern kannst, um da durchzukommen. Ist eine sehr geile Idee, muss ich mal so sagen, an der Stelle. Um sich öffnen zu lassen, auf welche Ressource die Tür Appetit hat, wird einem angezeigt, es wird kein Schlüssel benötigt. Hat man nicht genug der geforderten Ressourcen, so wird die Anzahl rot angezeigt und die Türe bleibt verschlossen. Öffnet man die hungrige Tür, gelangt man in einen Raum, in dem eine satte Truhe zu finden ist. In der Kiste findet man Ressourcen, Holzstein, Seelen, Metall, arkane Splitter oder Treibsanduhren der Ungeduld. Jedoch nicht die zuvor gefütterte Ressource. Interessant auf jeden Fall. Truhen gibt es auch neue, gucken wir uns auch gleich an. Erstmal die Türen. Ne? Segenstür. Öffnet man die gesegnete Tür, erhält man einen Segen. Es wird kein Schlüssel benötigt. Hinter der Tür erwartet einen Gegner. Also man nimmt einen Segen in Kauf, oder man bekommt einen Segen, nimmt aber einen Gegner in Kauf. Finde ich auch sehr geil auf jeden Fall. Also sehr viel neuer Stuff. Der Legendary Dungeon ist nicht mehr so wie der alte auf jeden Fall. Prüfungspforte. Jetzt wird es interessant.
Die Prüfungspforte kann nur einmalig pro absolvierten Legendary Dungeon auftauchen und ist niemals in der ersten Ebene. Es wird kein Schlüssel benötigt. Hinter einer Prüfungspforte befindet sich immer ein Monsterraum mit einem Gegner unterschiedlicher Stärke. Öffnet man diese Tür und hat die Begegnung mit dem Monster überlebt, hat man die nächsten maximal 5 Türen jeweils die Wahl zwischen einer weiteren Prüfungspforte oder einem Notausgang. Der Fortschritt wird einem jeweils auf der Prüfungspforte angezeigt. Wählt man den Notausgang, verlässt man den Kampf-Arena-Modus und erhält eine Belohnungskiste. Der Inhalt wird besser, je mehr Kämpfe, Arena-Räume man erfolgreich bestritten hat. Stirbt man, während man sich in der Kampfarena befindet und belebt sich wieder, kommt man in den normalen Modus des Legendary Dungeons zurück. Also wenn man stirbt, ja, hat man halt verloren, sozusagen. Man bekommt dann nicht diese Belohnung, für die man halt dann hier so geschwitzt hat auf jeden Fall. Notausgang. Der Notausgang kann nur erscheinen, wenn man zuvor durch eine Prüfungstür gegangen ist. Es wird kein Schlüssel benötigt. Hinter dieser Tür befindet sich immer eine Preistruhe. Je später man den Notausgang wählt, desto besser werden die Belohnungen, die diese Tür beinhaltet. Neben Gold und weiteren Ressourcen, zum Beispiel Metalle, arkane Splitter und so weiter, kann die Preistruhe Gegenstände beinhalten, in seltenen Fällen sogar legendäre Gegenstände. Also tatsächlich kann man pro Legendary Run auch 2 legendäre Gegenstände finden, mit sehr viel Glück. Aber man muss halt eben auch diese Prüfungen bestreiten, die wirklich nicht so einfach sind. Ja, wir gucken uns mal ganz kurz das Video dazu an, denn dort wurden so ein bisschen die Türen auch in Action gezeigt, sag ich mal. Hier haben wir einmal diese Hungertür, ja, die will hier arkane Splitter haben. So, dahinter haben wir eine satte Truhe, so, die gibt eine andere Ressource als das, womit man gefüttert wurde. Dann haben wir hier das Glücksrad. Ja, da geht man drauf, muss einmal am Rad drehen. So hat man jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob man wirklich am Glücksrad dafür drehen muss, ob man sich das aufsparen muss. Sah jetzt mir aber nicht danach so aus, muss ich sagen. Die Segentür haben wir hier einmal. Ja, man bekommt einen Buff und muss dann halt einen Gegner besiegen. So, danach kommt immer ein Monster. So. Und hier sind diese Challenge-Räume. Ja. Das wird halt wirklich sehr interessant. Ich finde, die sehen halt auch sehr geil designt aus. Und dann geht man hier einmal durch, kann ein Monster besiegen oder flüchten. Ja, je nachdem. So, und dann hat man halt zur Auswahl, ob man links jetzt schon rausgeht und seine Belohnungen einsackt für diesen Arena-Modus. Der wird wahrscheinlich noch nicht so hoch sein jetzt in dem Falle, weil er halt einmal, ja, geflüchtet ist, so, und direkt danach die Belohnung abholen macht keinen Sinn. Deswegen geht man weiter und weiter und weiter. Ja, und ist dann irgendwann an Raum 5 und kann sich dann die Belohnung abholen. So, dann geht man hier durch, nimmt die Flagge und hier ist diese Belohnungstruhe, ja, und da kann dann diese Frau erscheinen. Ja, nee, ist natürlich nur ein Spaß daran. Die kommt natürlich nicht aus der Truhe raus. Ja, warte mal, wo waren wir denn jetzt hier? Genau, wir machen weiter. Also da kann dann ein legendärer Gegenstand dann rauskommen, so, ne? Genau, so, Boss-Tür. Hinter dieser Tür wartet ein Bossgegner darauf, besiegt zu werden. Die andere Tür ist immer zugemauert, man hat also keine Wahl, der Boss muss bezwungen werden. Ja gut, das ist ja die... Die kennen wir ja schon. Das sind ja die Zwischen. Digga, ich habe gerade so vorgelesen, als ob das übelst was Neues wäre. Aber das sind ja diese Zwischentüren. Die kennen wir ja schon. 25, 50, 75 und 100. Ja, die kennen wir schon, ne? Ja, genau. Also das dazu. Dann kommen wir mal ganz kurz zu den Truhen. Von den Türen zu den Truhen. Und gucken mal hier uns die neuen Truhen an. Ein paar haben wir ja jetzt schon bereits gesehen. Hier, satte Kiste befindet sich hinter der hungrigen Tür und enthält entweder Holz, Steine, Metalle, arkane Splitter. Ne, das haben wir ja jetzt schon gesehen. Die satte Kiste erhält niemals die Ressource. Ne, das kennen wir jetzt ja schon. Preistruhe befindet sich hinter dem Notausgang. Okay, das sind quasi die neuen. Die 2 neuen, die es gibt. Je später man den Notausgang wählt, desto besser. Okay, ne? Okay, das haben wir uns auch schon durchgelesen. Also die kennen wir schon.
Also da haben wir jetzt quasi das Neue am Start. Goldene Räume gibt es, soweit ich jetzt gesehen habe, keine neuen, die mir jetzt irgendwie aufgefallen sind. Wir können noch mal ganz kurz durchscrollen auf schnelle Welle, ob es hier irgendwas gibt. Ne, das kennen wir alles schon. Ja, da gibt es nichts Neues soweit dazu. So, also das war Legendary Dungeon. Ja, machen wir kurz weiter, denn es ist noch einiges am Start. Wir haben noch sehr viel mehr. Sammelalbum Rework. Rework des Sammelalbums in Form von der Bibliothek der Akribie. 3 Grimoirien befinden sich in der Bibliothek, um Achievements des Sammelalbums und legendäre Gegenstände klarer voneinander zu trennen. Achievements sind jetzt nach Features bzw. Kategorien sortiert und jedes Feature besitzt eine Info darüber, wie es freigeschalten werden kann. Achievements, schnapp sie dir alle, war vorher 49, sind jetzt 50 anscheinend. Grund hierfür ist die Umsortierung in Kategorien, da es jetzt der Kategorie allgemein liegt und nicht länger von, okay, das ist viel, was jetzt hier so verwirrend sich anhört, ist aber ganz simpel, zeige ich euch gleich. Gutschriften über das Postfach ist quasi, wenn ihr Twitch-Drops erhaltet oder Coupons, werden die in euer Postfach hinterlegt. So, zusätzliche Twitch-Drops wurden implementiert. Die Edelsteine, okay. Pilzdealer. Der Schwarzmarkt hat seinen Stand beim Pilzdealer aufgebaut und bietet dort jetzt limitierte Pakete voller Sanduhren und Lucky Coins an. Das gucken wir uns davor an, danach gehen wir ins Sammelalbum. Und zwar ist jetzt hier neu im Shop, gibt es jetzt den Schwarzmarkt. Da wird jede Woche anscheinend die Ware neu aktualisiert und dann kann man quasi auf dem Schwarzmarkt eine Art Tauschgeschäft machen. Hier kann man jetzt zum Beispiel Lucky Coins gegen Sanduhren tauschen. Ob diese Geschäfte jetzt wirklich für euch Sinn machen, das müsst ihr selbst wissen. Ich würde euch jetzt von diesem zum Beispiel abraten, weil ich nicht finde, dass 1000 Lucky Coins die Gewichtung haben von 100 Sanduhren. Finde ich persönlich, deswegen würde ich hier jetzt von denen gar nichts wählen. Ja, hier sieht man auch die Lucky Coins Anzahl, die ihr habt, hier oben gerade. Und ja, ist ganz nice to have, falls man mal irgendeine Ressource braucht und das andere gerade nicht braucht, kann man tauschen. Schwarzmarkt, neue Sache auf jeden Fall. Cool, cool auf jeden Fall. So, dann gucken wir jetzt auf den Main ins Sammelalbum rein. Und hier, das ist komplett anders. Zuallererst ist mir das hier ins Auge gesprungen, denn hier habt ihr eure legendären Gegenstände drin, wie viele ihr schon gefunden habt. Und daraus resultierend wird gleich wiedergegeben, ob eure Chance auf legendäre Edelsteine sehr hoch ist. Für die es nicht wissen, wenn umso mehr legendäre Gegenstände ihr in eurem Sammelalbum gefunden habt, umso höher ist die Chance auf legendäre Edelsteine aus der Mine zu bekommen. Sehr hohe Chance auf legendäre Edelsteine. Legendaries 93,75%. Gefunden 90 von 96. Dann kann man hier draufklicken und hier sind dann die einzelnen Arten der Legendary Dungeons, die es momentan gerade so gibt. Und hier oben sehen wir, hier fehlen ein paar. Das liegt halt daran, weil hier die neuen Items schon hinzugefügt worden sind. Ja, hier sieht man schon neue Waffe auf jeden Fall. Sieht ganz nice aus. Und hier auch neue Gegenstände. Also das sind die, die wir finden können. Ja. Ansonsten wird halt jetzt alles so unterteilt. Im Sammelalbum kann man jetzt hier in Rüstung, in schwere, leichte, mittlere Rüstung unterteilen. Ne, wenn man jetzt hier drauf geht, dann kann man sich hier die ganzen Rüstungsteile raussuchen, wie man lustig ist. Genau, das kann man halt hier unterteilen. Dann in Waffen ist das Ganze hier wiedergegeben in gewöhnliche, epische Nahkampf-, Fernkampf-, Magiewaffen und Schilde. Ne? Also da auf jeden Fall auch alles gegliedert. Dann haben wir hier die Accessoires, die hier auch nochmal in gewöhnlich und episch unterteilt sind, jeweils Amulett, Ringe, Talismänner, ja, die müssen auch nochmal irgendwann gegendert werden, die Talismänner, das kann ja auch nicht so angehen, ne? Bei uns sind es keine Talisfrauen an der Stelle, ja. So, dann haben wir hier das Bestiarium, wo wir hier Expeditionen haben. Das sind quasi, ja, die Monster, die man halt eben auch auf den normalen Quests findet, beziehungsweise hier ist halt alles drinne im ersten Reiter, beziehungsweise man kommt immer zu der Stelle, wo man sich das halt jetzt gerade ausgesucht hat. Ja, ihr seht, hier unten kann man die ganze Zeit hier durch scrollen, ne? Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel dort suchen wollt, der ist natürlich in der Dauerschleife der Idole, so, und dann seid ihr hier halt Anfang Dauerschleife der Idole, dann könnt ihr hier
bis zum Endboss hin skippen und dann seht ihr das. Ja, dann seht ihr, um genau zu sein, gar nichts. Ja, gut, da wurde ich dann nochmal einfach aus Player Games gecancelt, so wie es aussieht. Anscheinend bin ich nur der Monster Name 630. Ja, was ist das denn hier? Das ist ja eine bodenlose Frechheit. Naja, aber auf jeden Fall das erstmal soweit dazu. Achievements, genau das gleiche hier, ne? Dungeons fehlt mir jetzt auch noch einer, und zwar halt der in der Schattenwelt, die Monstergrotte. Ist hier auch alles unterteilt, ne? Also sehr cool gemacht auf jeden Fall, muss ich sagen. Ist ein bisschen übersichtlicher, neues Design, frischer Wind. Auch der Hintergrund hier, ne, finde ich auch sehr cool gelungen. Das Design hier im Hintergrund, da muss man auch immer mal ein bisschen Respekt zollen. Ansonsten findet ihr hier oben einen Inforeiter und dort wird euch nochmal hier sonst alles erklärt, was ihr halt eben wissen müsst, was ihr für Fragen habt dazu dann. Ne? Genau, also da echt extrem viel Stuff. Eventaufgabenliste. Eventaufgaben, die es während spezieller Eventräume, zum Beispiel die Eiersuche Ostern gibt, sind künftig beim Gaukler-Goblin in der Eventaufgabenliste untergebracht. Verbesserungen gibt es ein paar. Ja, zum Beispiel kann man jetzt die Charaktere direkt permanent löschbar, ist auf jeden Fall besser. Charaktere ab Stufe 10 werden weiterhin 30 Tage Löschung vorgemerkt, aber alles darunter kann man halt dann instant löschen, ist für uns, die halt eben auf andere Server gehen und da nur mal einen kurzen Looky-Looky machen, auf jeden Fall besser. Event-Aufgabenliste Maximierer. Das erste Belohnungspaket erhielt zuvor Metalle, das zweite Arkane Splitter. Das erste Belohnungspaket enthält nun Metalle und Arkane Splitter. Das zweite Gold. Anzeige Lucky Coins, nachdem die Flimmerkiste. Achso, ja, das ist auch neu. Und zwar wenn ihr eine Flimmerkiste habt, ich habe die gerade ausgeschaltet, wenn ihr eine Flimmerkiste hier oben links habt, die zeigt euch auch an, was ihr für Lucky Coins oder welche Anzahl an Lucky Coins ihr bekommt. Ne? Über die Freundesliste blockierte Spieler können einen nicht mehr über den Gildenchat anflüstern. Okay, und ein paar behobene Fehler, die könnt ihr euch sehr gerne durchlesen hier, wenn ihr das wollt. Ne? Ansonsten, ist es erstmal soweit alles an Informationen, die ihr soweit wissen müsst, zusammengefasst. Ist ein bisschen längeres Video auf jeden Fall, aber ist auch extrem viel, was da jetzt hinzugekommen ist. Ne? Ich werde morgen mal, das ist ja nochmal ein Thema für sich, ich werde morgen mal, weil ich habe heute schon meine Abenteuerlust hier gespielt, auf meinem Main, beziehungsweise auf meinem Battle Mage, mal reingehen in das Expeditionsevent und mal gucken, was man für ein Gold Reward bekommt, wenn man das Gold Cap erreicht hat und komplett gemaxt ist auf Stufe 632, passiert das ja. Und da dann guckt, was man denn halt eben im Super Late Game beim Expeditionsevent für ein Gold Reward bekommt und das dann circa so vergleicht mit dem normalen. Das machen wir dann morgen im Video, ja, und bis dahin würde ich erstmal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Dann gebe ich euch morgen auch direkt mal ein Feedback dazu. Wir werden die komplette Alu hier mal durchspielen im Video. Das geht ja schnell. Ich sollte ja die 100er Abenteuerlüste kriegen, so, ne? Und das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.